Was macht man eigentlich, wenn einem die Kurve ausgeht? Die Linke zum Gruß. Wie geht man eigentlich damit um, wenn einem die Kurve ausgeht? Oder anders gesagt, was sollte man tun, wenn es das Motorrad wirklich richtig aus der Kurve herausträgt? Ganz ehrlich, wenn einem sowas passiert, dann wird es einem ziemlich schnell ganz anders. Um die Situation im Detail zu verstehen, gehen wir allerdings mal ganz kurz auf die Komponenten in einer Kurve ein. Ihr werdet gleich sehen, dass das Ganze wie so ein Kreislauf ergibt und ihr werdet feststellen, wenn dieser Kreislauf aufgebrochen wird, beispielsweise weil eins dieser Komponenten nicht vorhanden ist oder zu wenig vorhanden ist, dann wird es da tatsächlich schon nicht ganz einfach in der Kurve. Ganz kurz einmal zu den Komponenten. Wenn man die mal kurz darstellt, dann haben wir so Themen wie zum Beispiel die Blicktechnik, die Körperhaltung, oder auch die Geschwindigkeit, mit der man in die Kurve reinfährt oder die man vor der Kurve hat, die Schräglage, die man in einer Kurvenfahrt hat, die Bodenbeschaffenheit, die man auch in der Kurvenfahrt hat, das Motorrad selbst bzw. das Material, das man dabei hat, das Mentale bzw. auch die Fähigkeit, die man während dem Moment hat, die Kurvenlinie und das richtige Timing. Warum zähle ich jetzt das Ganze auf? Wie ihr seht, sind Kurvenfahrten oft unterschätzt. Es passieren sehr, sehr viele Dinge zur gleichen Zeit. Und wenn diese vielen Dinge irgendwo einen extremen Bruch haben, beispielsweise weil der Grip extrem nachlässt oder auch man richtig steif auf Motorrad wird oder nicht die richtige Schräglage zum Kurvenradius hat, dann passieren genauso Dinge, dass man oft aus der Kurve rauswandert oder einem einfach die Kurve ausgeht. So, jetzt kommen wir genau zu dem Punkt. Wenn ihr mal in der Situation gewesen seid, euch geht die Kurve aus, dann hängt da oft ein Fragezeichen dran, das man sich selber in dem Moment gar nicht so beantworten kann. Warum ist das jetzt eigentlich passiert? Die Kurve war doch gar nicht so eng. Oder warum habe ich das völlig übersehen, dass die Kurve zumacht? Und. Natürlich. Wenn man dann aus der Kurve rauswandert, dann hat man erstmal andere Sorgen. Allerdings sind es einfach immer so Fragen, die dann aufkommen und die einfach sehr, sehr wichtig sind zu verstehen bzw. auch zu reflektieren. Deswegen gehen wir einmal kurz auf die Gründe ein, die vorhanden sein können, damit man aus der Kurve herausgetragen wird bzw. dass die Kurve ausgeht. Eins der Number One Gründe, warum einem die Kurve ausgeht, ist oft der Blick. Viele gucken gerne starr geradeaus oder gucken viel mit den Augen, aber gucken nicht mit einer Kopfbewegung. Blicktechnik bedeutet auch hier richtig schön im Hals eine Kopfbewegung reinzubekommen, dass man da wirklich schön dem Kurvenradius folgt. Ein zweiter Indikator, warum euch die Kurve ausgehen kann, ist ganz klar eine zu hohe Geschwindigkeit. Bedeutet, dass eure Geschwindigkeit vor der Kurve nicht so gut angepasst ist, dass ihr später problemlos durch die Kurve durchkommt oder dass ihr sogar während der Kurvenfahrt die Geschwindigkeit so erhöht, dass euch irgendwann mal die Kurve ausgeht. Und natürlich, was da mit eingeht, ist auch die Schräglage. Das Pendant zur Geschwindigkeit ist natürlich die Schräglage. Erhöht sich die Geschwindigkeit, muss auch die Schräglage erhöht werden, um den gleichen Radius zu fahren. Das hat natürlich auch wiederum gewisse Limits, sowohl selber die mentalen oder die Fähigkeiten als auch die Limits vom Material. Was auch ein Grund natürlich dafür sein kann, dass eine Kurve ausgeht, ist, wenn der Kurvenradius plötzlich zunimmt. Also man spricht davon, dass die Kurve zumacht. Oft unterschätzt man das Ganze, weil man richtig schön in dem Radius ist und dann muss man tatsächlich entweder Geschwindigkeit reduzieren oder Schräglage sogar erhöhen. Und wenn man da natürlich nicht genügend Reserven hat, dann wird es schon ziemlich eng. Entscheidend in diesen Situationen ist tatsächlich immer, was hier oben passiert. Kann man mit der Situation richtig umgehen? Kann man beispielsweise durch genügend Reserven das Motorrad noch nachdrücken? Kann man beispielsweise den Blick noch weiter in die Kurve reinführen? Da oben fängt es an. Bedeutet auch für euch, wenn ihr untrainiert seid, wenn ihr in eine Schockreaktion kommt, dann fangt ihr solche Dinge an, wie zum Beispiel vorne stark zu bremsen, dann richtet sich das Motorrad auf und ihr fahrt gerade aus der Kurve,
dann geht euch die Kurve deutlich schneller aus. Wichtig für euch ist auch in dem Moment zu verstehen, dass es gewisse Indikatoren gibt, die das Ganze deutlich verstärken. Eins der Indikatoren, die wir gerade angesprochen haben, sind natürlich diese Schutzreaktionen, die der Körper hat. Sprich, wenn er erschrickt, dann wird er steif. Und genau das sollte auf Motorrad beispielsweise nicht passieren. Man sollte immer locker bleiben, dass man da entsprechend agieren kann. Eine weitere Verstärkung ist beispielsweise, wenn man in der Kurve das Gas wegnimmt, dann fängt natürlich an, das Ganze etwas ruppig zu werden. Das Fahrwerk fängt an zu arbeiten und desgleichen. Die ganze Unruhe im Fahrwerk kommt natürlich auch teilweise davon, wenn man in der Kurve dann anfängt wirklich zu bremsen, also stark zu bremsen beispielsweise, dass da ziemlich viel Bewegung in der Gabel beispielsweise entsteht. Auch so ein Thema ist natürlich, wenn man in der Kurve schon bremst und das Motorrad sich aufrichtet, um Geschwindigkeit zu reduzieren und dann die Bremse nicht mehr loslässt, damit man in die Kurve reinkommt, ist natürlich auch so ein verstärkender Faktor. Und so ein Thema zur Blickführung noch, ist natürlich nicht nur, dass ihr zu wenig in die Kurve guckt, sondern auch, dass ihr Target Fixation durchführt. Das bedeutet, dass ihr euch genau auf den Baum konzentriert, der hier in der Fahrbahn drin ist und nicht euren Blick weiterführt. Also, man merkt durch diese verstärkenden Faktoren, das ist wie eine Kettenreaktion. Beispielsweise, wenn ihr in der Kurve seid und dann geht euch die Kurve aus, ihr fangt auf einmal an zu bremsen, dann fängt hier das Fahrwerk an zu arbeiten, euer Motorrad richtet sich auf, ihr fixiert am besten noch den Baum und lasst die Bremse nicht mehr los. Das sind 4 Komponenten, die zur gleichen Zeit zustande kommen, die es euch deutlich schwerer machen, durch die Kurve zu fahren. Also, ganz kurz nochmal zusammengepackt. Ihr habt jetzt gesehen, dass es sehr viele Komponenten gibt, die es in einer Kurve gibt. Blicktechnik, Körperhaltung und desgleichen. Und dass es auch sehr viele Problemfelder gibt, dass wenn ihr die nicht unter Kontrolle habt oder einfach falsch reagiert, dass das oftmals der Grund sein kann, warum euch die Kurve ausgeht. Jetzt kommen wir zu den Punkten, wie ihr das Ganze tatsächlich beheben könnt, beziehungsweise wie ihr es verhindern könnt, dass ihr aus der Kurve rauswandert oder euch die Kurve ausgeht. Die Hauptmessage bei all diesen Lösungen beziehungsweise bei all diesen Fähigkeiten, die ihr anwenden könnt, damit euch das nicht passiert, ist, dass ihr immer genügend Reserve habt. Genügend Reserve in der Schräglage, dass ihr da noch nachdrucken könnt, oder auch genügend Reserve in der Geschwindigkeit, dass ihr da nicht stark bremsen müsst oder Gas geben müsst oder ähnliches. Ganz klare Nachricht an jeden. Wenn es euch aus der Kurve rausträgt, dann ist das ein ganz klares Signal dafür, dass euch in der Regel deutlich an Reserven fehlt. Was meine ich mit zu wenig Reserven? Zu wenig Reserven, was zum einen das Fahrkönnen angeht, beziehungsweise auch zu wenig Reserven, was die richtige Reaktion angeht. Deswegen kommen wir auch schon zur zweiten Maßnahme, ist tatsächlich die Geschwindigkeit vor der Kurve so anzupassen, dass ihr ordentlich durch die Kurve durchkommt. Bedeutet natürlich auch für euch, dass wenn eine Kurve zumacht, dass ihr auch da vor der Kurve oder vor der zumachenden Kurve nochmal die Geschwindigkeit so anpassen müsst, dass ihr auch da durchkommt. Sprich, Bremsen vor der Kurve oder sogar Bremsen in der Kurve nennt sich auch Trailbraking. Eine andere Maßnahme ist natürlich der ordentliche Blick. Guckst du Scheiße, fährst du Scheiße. Das ist oft ein Spruch, den ihr hören werdet beim Motorradfahren und der stimmt wirklich. Bedeutet auch hier, eins der Hauptgründe, warum euch die Kurve ausgeht, ist tatsächlich der fehlende Blick. Dass ihr euch auf Gegenstände vor euch konzentriert, anstatt in die Kurve reinzugucken. Und das ist natürlich so eine Technik, die sollte auch durchaus geübt sein. Dann eins der Maßnahmen, die auch sehr, sehr wichtig ist die korrekte Kurvenlinie. Schneidet ihr beispielsweise eine Kurve, wie hier in dieser roten Linie zu sehen ist, dann habt ihr am Ende von der Kurve das Problem, dass ihr die Geschwindigkeit reduzieren müsst, durch Gas wegnehmen oder durch Bremsen, damit ihr beispielsweise nicht in den Gegenverkehr kommt. Hier in grün dargestellt ist der hinterschneidende Fahrstil, also ihr bleibt lang außen, kommt dann spät rein und könnt damit sicherstellen, dass ihr immer in der Fahrbahn bleibt. Ganz, ganz großer Vorteil dieser Linienführung ist, by the way, dass ihr Gegenverkehr oder Hindernisse
deutlich früher erkennt, weil ihr immer am äußeren Radius fahrt und somit deutlich weiter in die Kurve reinschauen könnt, wie beispielsweise mit dieser gelben Linie nochmal eingezeichnet. Eine Komponente war die Schräglage. Bedeutet auch für euch eine Maßnahme ist, auch hier nochmal zu korrigieren. In der Kurve die Schräglage zu erhöhen. Es gibt mehrere Kurvenstile, damit ihr am schnellsten Schräglage erhöhen könnt. Da wird meistens der drückende Fahrstil empfohlen, das heißt, euer Motorrad setzt sich neben euren Körper, während euer Körper fast aufrecht bleibt. Damit habt ihr die Möglichkeit, relativ agil und schnell das Motorrad und Richtungswechsel durchzuführen. Dann eine Maßnahme ist natürlich auch die Körperhaltung. Wie wir schon vorhin gesehen haben, Schockreaktion, hier steif zu bleiben oder auch mit dem Oberkörper gar nicht arbeiten zu können, ist ein Problemfeld, das auch dazu beiträgt, dass euch die Kurve ausgehen kann. Das heißt, hier müsst ihr natürlich immer locker in den Armen bleiben, in den Händen, im Oberkörper, um da entsprechend das Motorrad handeln zu können, beziehungsweise auch nochmal entsprechend in Kurven korrigieren zu können. Und jetzt kommen wir zum wichtigsten Punkt, meiner Meinung nach, ist vor allem die Lockerheit und die Routine bzw. das Vertrauen in das Training. Diese vielen Komponenten in einer Kurve lassen sich nur dann handeln, wenn man das Ganze auch regelmäßig trainiert. Dabei hilft euch das Training genau in solchen Situationen, wenn euch mal die Kurve ausgeht, locker zu bleiben. Dass ihr da nicht versteift, dass ihr den Fehler nicht macht, richtig an die Bremse zu gehen oder ähnliches, sondern dass ihr da locker bleibt, die Möglichkeit habt, die Schräglage zu erhöhen, nochmal die Körperhaltung zu ändern, nochmal den Blick zu ändern, um da wirklich tief einzuatmen und gelassen wieder rauszukommen. In den letzten Videos, wo es um das Thema richtig trainieren ging, ging es auch hier um die Komponenten. Und wenn ihr dieser Videoreihe ein bisschen folgt, dann werdet ihr jetzt auch verstehen, aha, Kurvenfahrt hat was mit ganz vielen Komponenten zu tun. Und richtiges Trainieren hat auch was mit ganz vielen Komponenten zu tun, die ich mir einzeln raushole und trainiere. Und das ist genau eigentlich der Schlüssel, um euch die Frage zu beantworten, wie verhindere ich es, dass ich aus der Kurve rauswandere, beziehungsweise dass mir die Kurve ausgeht. Die Antwort darauf ist zum einen Training, aber Training in einer Form, wo ihr sagt, die einzelnen Komponenten der Kurve habe ich verstanden, die hole ich mir alle raus und die schaue ich mir alle einzeln an und trainiere sie auch. Ich trainiere das Bremsen vor der Kurve. Ich trainiere Schräglage. Ich trainiere, dass ich eine ordentliche und saubere Blickführung habe. Ich trainiere, dass ich eine saubere Kurvenlinie habe. Später, wenn ich fortgeschritten bin, trainiere ich beispielsweise das Trailbraking. Ich trainiere auch im Kopf, dass ich immer genügend Reserven zur Verfügung habe. Deswegen brauche ich zum Beispiel manchmal gar kein Trailbraking. Und das sind alles so Themen, die ihr unter anderem in meiner Fahrlässig Motorradakademie seht, in der Übung der Woche, wo ich genau diese einzelnen Komponenten raushole, um euch zu zeigen, wie ihr diese trainieren könnt, was das Erfolgserlebnis dahinter sein soll und auf was ihr zu achten habt. Vielleicht nochmal kurz bildlich dargestellt, stellt euch eine Kurve vor wie ganz, ganz viele kleine Problemchen. Und zu jedem Problemchen braucht ihr den richtigen Schlüssel oder das richtige Werkzeug. Deswegen sage ich auch immer, umso mehr Fähigkeiten ihr habt beim Motorradfahren und umso sicherer die ganzen sitzen, diese Fähigkeiten, umso bessere Werkzeuge habt ihr in eurem Werkzeugkasten, die ihr genau in den richtigen Situationen abrufen könnt. Und deswegen habe ich euch hoffentlich auch die Frage beantworten können, was passiert denn eigentlich genau, wenn euch die Kurve ausgeht? Was sind denn Gründe dafür und wie kann ich diese Gründe beheben? Wenn euch das ganze Video soweit gefallen hat, lasst wie immer gerne einen Daumen nach oben da, lasst auch gerne ein Abo noch da oder teilt auch gerne das Video an Fahranfänger oder Wiedereinsteiger weiter, die solche Tipps gebrauchen können. In diesem Sinn, die Linke zum Gruß, bis zum nächsten Mal, bis dann, Antenne.